Hallo, herzlich willkommen zu einem Song-Tutorial. Und zwar geht es heute um Oye Como Va Santana. Hallo, wie geht es dir? Schöner Song. Ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist so der perfekte Einstieg in die Improvisationskunst, in die Stilistik von Carlos Santana. Und das Lied hat zwei Akkorde, also es wird uns sicher nicht überfordern. Und wir spielen die ganze Zeit fast nur pentatonisch und die dorische Tonleiter. Das ist auch ganz interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, wie er den Klang erzeugt. Und ich freue mich, wir sind live. Ich sage jetzt erstmal Hallo an alle, die live dabei sind. Und schauen wir erst hier rein. Und heute werden wir richtig viel Freude haben. So, das ganze Lied hat im Grunde genommen 4 bis 5 Themen, 2 rhythmische Themen, dann eine wunderschöne Kadenz, die eigentlich fast schon aus dem Jazz kommt, dazwischen. Und das Ganze lebt von dem Feeling und von der Spielfreude von Carlos. Carlos ist ein sehr, sehr einflussreicher Gitarrist, der schon in Woodstock damals mit Jimi Hendrix gespielt hat und sicher ein legendärer Gitarrist, also ganz, ganz bekannt, weltweit bekannt, kommt aus Mexiko und spielt seit jetzt über 30 Jahren, also ich glaube seit 35 Jahren fast, ist einer der ersten richtigen Endorser und Unterstützer der Marke Paul Reed Smith. Deswegen habe ich auch eine Paul Reed Smith hier am Start, um ihn da auch ein bisschen zu ehren. Und ich verwende auch dasselbe. Ne? Wir reden auch ein bisschen über Sound und wie man den Sound hinbekommt. Und ich verwende auch dasselbe Amp-Model, nämlich ein Mesa Boogie Mark IV Verstärker, den er verwendet, um auch den Sound zu erzeugen. Also jetzt ganz liebe Grüße an euch alle. Ich freue mich sehr, mit euch heute Carlos Santana zu spielen. Es gibt nichts Schöneres. Ne? Also viel mehr Spielfreude und Musikalität kann man fast gar nicht finden. So wie Adi sagt, Abraxas war die erste LP, die ich Anfang der 70er auf meinem Philips Tonbandgerät gebannt habe. Das war sicher eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß. Danke Lukas, Ton und Bild super. Ist ja immer so ein Ding, wenn man live streamt, dass das Ganze auch funktioniert. Super, ja, herzlichen Dank. Toll, also ich freue mich. Ich hoffe, du hast deine Gitarre am Start. Und das ist eine Paul Reed Smith SE, die ich nächste Woche testen werde. Die hat mir freundlicherweise der Rockshop ausgeliehen, also eine wunderschöne indonesische, eine reine Mahagoni-Gitarre. Ich kann mich gar nicht satt gucken an der. Ne? Die könnte eventuell bei mir bleiben. Ich bin ziemlich angetan von ihr. Und nee, es ist nicht meine, lieber Jam, aber sie wird von mir getestet und ich habe sie mir ausgeliehen vom Rockshop Karlsruhe. Herzlichen Dank nochmal an meine lieben Freunde dort. Und bevor wir jetzt lange weiter reden, gehen wir direkt in den Song rein. Und ich habe hier das Guitar Profile am Start. Hier nochmal kurz die Kamera einen Tick justieren vielleicht noch. Sodass, ja, super. Also, passt perfekt. Und wir haben Tempo 120, 4/4-Takt. Hören hier gleich mal rein und erarbeiten uns das Ganze. Also, wie du sicher weißt mittlerweile, verwende ich Guitar Pro, die Software. Hierzu gibt es auch die ein oder andere kostenlose Alternative draußen wie Tux Guitar, falls du dir das nicht leisten kannst. Und meine Empfehlung ist natürlich, wenn du irgendwann dir diese Profi-Software kaufst, mit der ich hier arbeite, Guitar Pro, dann kannst du sehr, sehr professionell üben. Und vor allen Dingen, die Software ist einmal die wirklich beste, die es draußen gibt. Und es gibt zigtausende Files, mit denen du dann arbeiten kannst. Also, jetzt gehen wir rein und hören einmal in den Groove die ersten Takte. Da wird nichts gespielt. Wir hören einfach mal in das File rein. Ist übrigens sehr gut gemacht. Ich hoffe, man kann das Ganze auch ein bisschen hören. Und dann geht es los. Hier in Takt 9 mit dem Motiv. Nun, wenn du noch relativ am Anfang stehst beim Lesen von Tabulatur, hier hast du die Chance, mit einem relativ
einfachen Song an den Start zu gehen. Also, und über die Stilistik von Carlos, über seine Spielweise rede ich auch gleich. Jetzt hören wir uns die ersten beiden Takte an. So, und das ist hier, wir befinden uns wir haben die Akkorde A-Moll 7. Erstmal lass uns die Akkorde angucken, okay? So, hierzu. Ich bleibe auf diesem angezerrten Sound. Ich gucke noch mal kurz rein, ob hier alles okay ist. Fahre hier noch mal den Mix ein bisschen runter. So. Und den Amp noch einen Tick hoch, dass man den gut hören kann. Das ist ein A-Moll 7, also das wäre dein A-Moll, A-Moll 7. Aber wir greifen den einfach so. Nächster Akkord ist, den kannst du so greifen. Das Einzige, was sich ändert, ist die Note. Und dieses Fis ist eine ganz wichtige Note aus der dorischen Tonleiter. Und die macht diesen Klang hier, wenn du. Da reden wir gleich drüber, über wie er seinen Klang erzeugt. Herzlichen Dank an Hans, Manu, an ihr Lieben für die Spenden. Das finde ich sehr, 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 sehr lieb von euch. Und das Thema, also wir sind in der dorischen Tonleiter, da rede ich gleich noch drüber. Und das Motiv ist hier im 10. Bund. Und vom Feeling her, wenn du das spielst, Carlos hat keine harte Spielweise. Also das ist mit viel Gefühl. Also hier, wenn ich jetzt so anschlage, dann hörst du, da ist nicht viel Druck auf dem Ton. Es wird mit gefühlvoll gespielt. Okay? Und der nächste Tipp von mir, was er immer macht, er dreht seinen Tonpotti fast komplett zu. Das ist so das Geheimnis seines Sounds. Manchmal klingt es bei ihm, als ob er einen Wower verwenden würde, aber probier, wenn du das spielst, wenn du dir diesen Sound einstellst. Also ich verwende, wie gesagt, einen Sound aus dem Helix, und zwar den Mark IV California, heißt der California Texas Channel 2, und habe den Drive etwa, ich habe die Settings alle mittig eingestellt und die Verzerrung etwa bei 3/4. Und das war's. Ein bisschen Delay ist drauf, ganz sanft, und davor habe ich einen Tube Screamer geschaltet, aber wirklich mit ganz wenig Gain bei 1, und das war's. Das ist also der Sound, den ich verwende, und der passt im Grunde genommen perfekt. So, also Takt 1, und wenn du dann das File, wenn du jetzt mit dem File dann arbeitest, dann gehst du das langsam an. Also nimmst beide, das Tempo 120, das kann man dann auf 60 halbieren. Das mache ich jetzt einfach mal, dass du das hörst, und dann, das siehst du jetzt auch, ist das 60 hier aufgetaucht, und dann klingt das so. Das ist jetzt, so langsam muss man das gar nicht machen. Ich gehe jetzt mal auf 80, sodass ich auch ein rhythmisches Gefühl habe für das Ganze. Und nochmal. So würde ich das üben. Ja? Und wenn du dann das Gefühl entwickelst und die Töne dir eingeprägt hast, das dauert ja immer eine Weile. Und hier dann, wenn du das hier siehst, das ist eine kurze Pause und so ein Slide nach unten. Diese Slides, die verschwinden so nach 2-3 Bünden ins Nichts, werden dann aber von dem Hall oder dem Echo unterstützt. Super schön, okay? Dann wiederholt sich die Phrase, und dann kommt schon ein kleiner Blues-Lick hier auf der G-Seite. So, ich gehe jetzt wieder auf Originaltempo. Das ist hier dann 120. Natürlich. Dann nochmal eins zurück. So. Und dann im nächsten Takt spielen wir die gleiche Phrase, beenden jedoch mit einem Pre-Bend, ziehen also das 7 auf der G-Seite
hoch und ganz so, kommen runter auf die 7 und spielen dann die 5 auf der G-Seite. Du musst dir vorstellen, es ist eine Mischung aus der A-Moll, wir sind ja in A-Moll, A-Moll und D9 haben wir als Akkord, A-Moll 7 und D9. Und wir spielen natürlich die A-Moll-Pentatonik auf dem ganzen Griffbrett. Und kombiniert mit A-Moll, jetzt gehst du einfach einen Ton runter in der Tonleiter auf die Note G und dann spielst du über den Akkorden A-Moll, über diesen beiden Whamps, wie man das so schön nennt, A-Moll 7 und D9, spielst du die G-Dur-Tonleiter. Also das ist die musikalische Theorie dahinter. Das ist dann dieser Sound, dieser exotische Sound dorisch. Das ist die zweite Stufe der Kirchentonleitern. Und wir gehen einfach von A1 nach links auf G und spielen G-Dur. Okay? Oder man könnte aus E-Moll drüber spielen. Im Grunde genommen die gleichen Töne. Wir enden nur immer in der Phrase, das ist ganz wichtig, auf dem Grundton A. Ja. Und wenn wir dann die Tonleiter spielen und dann auf dem A enden, dann verwandeln wir die Tonleiter um in diesen dorischen Klang. Also wir bleiben sozusagen in A, spielen jedoch die G-Dur-Tonleiter. Also super einfach. Oder E-Moll, auch wunderbar funktioniert die G-Dur-Pentatonik drauf. Immer jedoch auf der Note A enden. Das ist ganz wichtig fürs Ohr, dann löst sich das auf. Aber jetzt gucken wir uns die, wir haben nicht viel, wir haben immer wieder die gleichen Motive in dem Song. Ja, also, das ist dann man kann, eins muss dir klar sein, das ist nie in Beton gegossen. Auch Carlos spielt das immer wieder anders. Er phrasiert das mal anders. Also hochziehen, Pre-Band, runterkommen auf die 7 und dann die 5. Okay. Dann wiederholt er die erste Phrase. Und wiederholt natürlich die zweite Phrase. Hier. Und dann hier kannst du hier auch zwei Seiten so eine Art Double Stop einbauen, weil hier kommen dann die Akkorde und das ist diese rhythmische Einleitung vom Pre-Chorus in den Chorus. Dann beginnt erst der Gesang. Oye, como va? El ritmo de no vamos a mulata. Oye, como va? El ritmo de no vamos a mulata. Auch das ist ganz entscheidend hier, wenn du das dann lernst, dass du dir das oft anhörst, um ein rhythmisches Gefühl für das Ganze zu bekommen. Also hier nochmal diese Phrase. Und dann die zwei. Und das war's. Also du hast im Grunde genommen hier zu Beginn ein klares Motiv, was sich viermal wiederholt, mit einem kleinen Blueslick am Schluss. Nichts Schweres, super einfach zu spielen. Im Pre-Chorus kommt dann dieser absolute Klassiker rhythmisch, den man relativ leicht ins Ohr bekommt. Cool, oder? Also, was haben wir hier? Wir haben das D in der Form und das A. Vom A nehmen wir das hier. Das ist der A-Akkord, A-Moll. Und das ist unser D. Das ist ein A, ne? Lustig, ne? Das ist ein A verschoben in den fünften Bund. Und dann hier, das ist der D-Dur-Dreiklang. Und mit diesen beiden
einfach zu spielen. Ne? Ich spiele es nochmal mit einem Vorzähler. So, und los geht's. Hoppla, sorry. Nochmal markieren. Und machen wir das Metronom an. 3, 4. Wichtig ist hier, diese Pause hier beachten. Da ist ein Stopp. Und da hört man auch ganz klar rhythmisch, wie die Percussion und das Schlagzeug sensationell immer bei Carlos. Oft 2 Schlagzeuger oder ein Schlagzeuger mit 2 Weltklasse-Percussion-Spielern. Wirklich Weltklasse, die Besten der Besten. Kleine Anekdote am Rande. Er hatte die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre 20 auf jeden Fall, den Gitarrenmenschen von Stevie Ray Vaughan, also den Gitarrentechniker, der für Stevie die Gitarren eingestellt hat, den hatte dann Carlos die letzten 20 Jahre und seit einigen Jahren hat John Mayer sich diesen klasse Techniker gekrallt. Der hat übrigens mit Paul Reed Smith zusammengearbeitet, hat die Tonabnehmer entwickelt für die John Mayer Gitarre. Nur so als Wissen am Rande. Ne? Also nochmal rhythmisch hier das Ganze mit Vorzähler. Hier, was mache ich? Ich bleibe auf dem Sound und drehe, wie Carlos auch. Er wechselt wenig in den Sounds. Er spielt eigentlich mit einem Sound den ganzen Abend. Ich drehe die Lautstärke runter auf 5 auf der Gitarre und los geht's. Und. Okay, und dann geht es los mit dem Gesang. Und das ist dann im Grunde genommen gleich der Chorus. Oh, hier komme va. Und das wird 4-mal hier gespielt. Dann kommt nochmal eine verkürzte Version dieser rhythmischen Geschichte. Die hören wir uns jetzt an. Und dann geht es los mit dem nächsten Solo-Gitarrenmotiv. Hier sind wir. Und dann kommt das nächste wunderschöne Motiv. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Und das ist so ultra typisch, was seine Spielweise angeht. Wir sind hier in der Pentatonik in A-Moll. Wir sliden und dann kleine Barré hier auf den Fünfern. Wir haben hier 2 Licks. Wir haben den ersten Lick. Hier schalten wir jetzt das mal kurz ab. So bis hierhin. Mal reinhören. Okay, das ist also der erste. Nichts wirklich Schweres. Ne? Slide rein von 5 auf 7 auf der D-Seite. Dann ein kleines Barré. 5, 8, 5, 8. Hier einen kleinen, entweder ein Slide oder ein kleines Hammer-On. Das ist so ein, hier die 5, 7, das ist so eine vorgezogene Note. Ich mache hier ein Hammer-On. Ne? Also. Und dann kommt dieser kleine, verhuschte Blues-Lick. Und hier muss man auf die Rhythmik achten. Das ist hier wichtig. Also die 5 wird 2-mal gespielt, 5, dann gleich ein Hammer-On auf die 7, zurück auf die 5 und dann die 7 auf der D-Seite. Man kann ja auch einen Pull-Off machen oder man kann die Note nochmal picken. Und dann wiederholt sich das Motiv. Und spielt er jetzt nicht hier die Note, sondern unten das A auf der dünnen E-Seite. Und dann macht er etwas, spielt das 5 nochmal und dann ein Sweep. Er greift den Akkord und macht einen schnellen Sweep. Hören wir uns diese Passage an mit dem Sweep. Ja, das ist einfach nur
greifst du einen Akkord und ziehst von unten nach oben die 3 Fünfer. Die Note nochmal anschlagen. Das war dieser Teil. Dann wiederholt er mit einer kleinen rhythmischen Änderung beim Lick. Hier wiederholt er dann die Phrase. Und das ist halt typisch für seine Spielweise. Es wird so oft wiederholt, bis du einen richtigen Ohrwurm hast. Und das ist ganz, ganz, ja, ganz toll. Das kann man kaum besser machen. Ja. Und hier hört ihr dann der Schluss. Ich gehe hier mal in diese Aufnahme, dass ihr das besser sehen könnt, wie ich das picke. Ich picke oft zwischen den Seiten. Und hier nochmal in die Szene hier. Seht ihr? Ein Fingerroll. Und es ist ein schneller Lick. Ihr seht hier schon, wir haben Sechzehntel. Ja, Sechzehntel hier am Start. Und ich mache hier so ein Fingerroll, nennt man das. Ich spiele mit dem Ringfinger die 7 auf der G-Seite und dann rolle ich den Finger auf die D-Seite in die 7 und ich picke zwischen den Seiten. Nicht außen, weil dann hätte ich einen großen Weg, sondern es ist einfach nur so eine Bewegung. Also 7, 5, 7, 7, dann die 5 und diese 4 Töne musst du üben. Also die ersten 4 hier, die hier, hör mal hin. Das sind die. Also runter, hoch und dann ein Pull-Off und nochmal die 7. So, und jetzt kommt gleich mein Tipp. Das ist so ein typischer Lick von Carlos. Guck mal, was man da machen kann. Jetzt kannst du mit diesem Motiv, herzlichen Dank für die Spende, herzlichen Dank. Ich gucke gleich nachher noch in den Chat. Also pass auf. Wenn du jetzt, und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich euch jetzt zeige. Wenn du jetzt so etwas lernst und du findest einen Lick wie den hier und er ist so charakteristisch für die Spielweise von Carlos, dann kannst du den überall auf dem Griffbrett üben. So, wir beginnen hier mit der Note D auf der G-Seite. Jetzt hast du den sozusagen in deine Finger hineinprogrammiert. Und was ich jetzt mache, ich gehe hier aus D auf der dünnen E-Seite und spiele den Lick dort. Ja. So, hier noch den Tonpult ein bisschen zurückdrehen, dass es besser klingt. Jetzt achte darauf, was passiert. Ich gehe in die Nahaufnahme. Jetzt gehe ich hier auf das D. Und jetzt sieht der Lick natürlich wegen der H-Seite anders aus. Hier ist wieder ein D. Selbe Lick. Und dann die Kombination eines einzigen Licks. Wenn du dir überall das D schnappst auf der Gitarre, und dann sprichst du sozusagen die Sprache von dem Gitarristen. Das ist einfach, da müssen wir mehr Analysen machen in der Art, das verspreche ich euch. Wir werden uns mehr angucken,
genau diese Schlüssellicks. Das ist ein Carlos Santana Schlüssellick, den du in jedem Gitarrensolo von ihm hörst. Okay? So, dann wiederholt sich natürlich das Motiv mit leichten Änderungen. Hören wir da rein. Bis hierhin. Ja? Achtung. Süß, ne? Also wenn das nicht süßes Gitarrenspiel ist, das gibt's nicht, ne? Also hier 7, 5, 5, 8, die 8, der leichte, entweder er macht glaube ich mehr Slides und dann unten nochmal ein Slide auf die 7 und das ist eine wichtige Note, wie auch hier dann die 7 später, das ist der dorische Klang. Das ist hier das Fis. Ne? Wenn ich jetzt das F spiele, dann hörst du sofort, wie der Klang sofort verschwindet. Hörst du das? Ne? Hier das Fis, das ist der dorische Klang. Okay? Ein F wäre absolut unpassend. Ne? Und noch was. Santana Carlos ist der beste Einstieg in das modale Spiel, wenn man diesen dorischen Klang so gut hört. Man gewöhnt sich dran, lernt so 2, 3 Songs von ihm. Ne? Europa zum Beispiel kann man auch gerne machen, wenn ihr das wollt. Schreibt mir das in die Box darunter. Und dann geht es weiter hier mit dem Motiv. Jetzt kommt hier ein super schneller Lick angeleiht an den von vorhin mit einem Rake. Okay, von hier nochmal den Takt bis hierhin. Hören wir uns das mal an. Ne? Hoppla. Und jetzt ändert sich das Motiv. Ne? Ist ganz leicht. Und was er hier jetzt spielt, das ist sehr cool. Auch typisch. Der Lick von vorhin. Aber mit dem Rake. So, was ist ein Rake? Ein Rake, hier siehst du es auf meiner rechten Hand. Gehen wir hier rein. Ich dämpfe leicht die Saiten hier ab im 7. Bund, weil ich auf die 7 auf der das ist gar nicht so einfach, dieses Bürsten über die Saiten, dann die Note. Hier kannst du es auch hören, wenn ich es hier spiele. Also mit der linken Hand abdämpfen, über die Saiten bürsten und dann diesen Effekt erzielen. Es ist nicht absolut entscheidend für das Gitarrensolo. Das ist nur so ein Stilmittel, was gerne angewendet wird. Und jetzt haben wir wieder diese Wiederholungen, die so süß klingen. Okay. Und mit leichten Änderungen. Hier wieder die Betonung des Akkordes, ne? Der Dreiklang. Und dann ändert sich das Motiv wieder leicht. Und dann wieder der Lick von eben nochmal. Und hier ein bisschen eine kleine Änderung mit Slides kommt jetzt dann. Süß, oder?
ein Slide von 5 auf die 12 und wieder aus dem, also hochsliden und dann raus aus dem Hall die Chance geben, den Sound zu erzeugen. Einfach nur ein Effekt, das kannst du auf jeder Seite machen. Weil du bleibst ja in der Pentatonik. Du gehst nur 3 Pentatoniken hoch. Von 5 auf 12. Klingt einfach toll, ne? Und jetzt ändert sich rhythmisch das Motiv nochmal mit hören wir da rein. Also nichts wirklich Schweres, nur schön rhythmisch. Es zieht sich hier rein. Hier haben wir einen triolischen, entweder picken, 8, 10, 8. Also. Ich würde hier ein Hammer-on Pull-off spielen an der Stelle. Und dann geht es hier unten so weiter. Und jetzt kommt gleich ein super süßes Motiv. Auch wieder Motiv Nummer 3 mit einem richtigen Ohrwurm-Charakter. Ja. Nichts wirklich Schweres. Statt 8-10 spielst einfach 8-5, sind dieselben Töne. Hochziehen, langsam runterkommen, also die 7 hoch auf 9. Runter und dann ein Hammer-on Pull-off. So, jetzt kommt dieses wunderschöne Motiv und zwar insgesamt 3-mal, bevor es dann zur Bridge geht. Und das ist ja einfach hier ganz, ganz toll. Ja, du spielst im 5. Bund auf der G-Seite, das ist ein C. Ich gehe gleich noch auf das Picking ein. Und immer wieder, wenn ich so etwas spiele, dann will ich euch daran erinnern, wie wichtig es ist, solche Dinge zu üben. Du siehst jetzt meine Handhaltung und wenn ich sage, mach als Aufwärmübung die Spinne, damit du eine schöne Handhaltung hast. Jetzt kannst du es erkennen, warum du das üben sollst. Weil du schön hier die Finger hintereinander aufs Griffbrett legen kannst. Du hast also hier eine kleine rhythmische Geschichte. Da 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 da. Spiele jetzt das Motiv für dich. Und zwar, das sind diese Takte hier. Und lassen wir es mal laufen. Ich spiele mit Vorzähler natürlich, damit ich reinkomme. So, das war jetzt im Grunde genommen fast alles. Was jetzt noch kommt, ist die Bridge. Und die ist ganz einfach. Hier ist die Begleitung erstmal, ist ein Keyboard-Solo dann. Und dann kommt eine Kadenz, die auch sehr, sehr süß ist. Und hier rhythmisch, achte drauf. So, nochmal. So einfach und so süß. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier den A-Dreiklang und hier, welche Note packt er hinzu? Natürlich die allerwichtigste aus der dorischen Tonleiter, das Fis. Das erzeugt diesen wunderschönen Klang. Mehr nicht. Und jetzt kommt eine
Kadenz, deswegen steht hier auch jetzt Jazz. Das klingt so. Die ist natürlich schon so oft verwendet worden. Old Love, ne? Eric Clapton. Carlos macht. Gucken wir uns die 3 Klänge an, die hier gespielt werden, und es wird mit Arpeggio gespielt. Also 7, 5, 5. Die D-Seite wandert dann auf die 6. 5, 5, 5. Und dann greife ich das so, du kannst es auch so greifen, wie es dir besser liegt. 4, 5, 5. Ne? Einfach die Lautstärke in der Gitarre zurückdrehen, bis der Sound fast clean ist. Und ich spiele jetzt einfach mal hier mit und das Motiv wird jetzt 1, 2, 3 Mal gespielt bis hierhin und dann kommt zum Gitarrensolo hin, was improvisiert wird ab hier, nochmal eine Steigerung, die sehr süß und sehr einfach ist. Ja, also ganz, ganz süß. Achtet auf den Akzent. Haben wir dieses Ding hier. Und das ist ganz, ganz einfach. Der A-Moll-Akkord gegriffen. Wir spielen die 7 4-mal. Dann die nächste Seite hinzugefügt 4-mal. Noch eine Seite hinzugefügt 4-mal. Und dann da, da, da. Nochmal 3-mal alle 4 Seiten. Hören wir es uns an. Also da 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 da. Und dann kommt wieder diese Begleitung, diese ganz schlichte Begleitung hier. Spielt und hier haben wir dann das Orgelsolo. Und jetzt zum Finale kommt dann ein wunderschönes Gitarrensolo, wo ich noch ein paar Parts zeigen möchte, sodass man dann hier eine schöne, richtig fundierte Analyse haben. Okay? Also hier hören wir jetzt mal rein. Ich kann das Gitarrensolo jetzt nicht auswendig, aber ich möchte dir zeigen, wie ich so etwas angehe, falls du das dann auch lernen möchtest. So, was ich jetzt mache, ich lasse es laufen im Originaltempo und spiele einfach mit, okay? Ich schaue mir das an, es wird nicht perfekt sein. Ich spiele einfach mit, um dir zu zeigen, wie meine Vorgehensweise ist. Also viel Spaß. Ja? Let's do it! Okay. So, nochmal den Button hier erreichen und los geht's. So, jetzt haben wir hier natürlich was ganz Schnelles. Da muss ich kurz stoppen. Was macht er hier? Er geht auf die 20, das ist hier. Ich habe eine 24 Bund Gitarre, also gehe ich 1, 2, 3, 4 Bünde zurück und spiele dann hier diesen Lick hier. Hör mal genau hin. Und dann hier typisch Blues, diese wiederholenden Bands. Und hier nochmal, gehen wir in die Nahaufnahme, dass du das sehen kannst, wie das aussieht.
Und dann lasse ich jetzt weiterlaufen, dass du dann hier nochmal gucken kannst. Und das war's dann. Also, hier hatten wir am Ende noch ein improvisiertes Gitarren. Das kannst du hinausziehen. Du nimmst einfach diese Akkordfolge auf. Gehen wir nochmal in die Nahaufnahme, dass du das sehen kannst. Also A-Moll und dann den D kannst du so greifen. Und auf diese zwei Akkorde kannst du die ganze Zeit improvisieren. Wenn du ihn fetter haben willst, kannst du auch diesen klassischen. So, und jetzt reden wir noch kurz über die Tonleiter. Okay? So, das war im Grunde genommen der Song. Ich gucke auch gleich noch in den Chat rein. Und jetzt, ganz wichtig noch, möchte ich dir die Tonleiter zeigen, über die wir reden. So, wir haben die Akkorde A-Moll und G7, 9. Kannst du greifen, einfach nur den 9. So, das war's. Wir haben die A-Moll Pentatonik. Überall auf dem ganzen Griffbrett. Wir können die Blue Note spielen. Und, ganz wichtig, wir können die dorische Tonleiter spielen. Das ist in dem Fall G-Dur. Also, wir sind in A-Moll, eigentlich in C-Dur. Und jetzt packen wir G-Dur dazu. Aber wir gehen von A-Moll aus und spielen jetzt hier in der Position statt dem F, das ist alles, was sich ändert, ein Fis. Einzig, was du machst, egal wo du jetzt G-Dur spielst, ende deine Läufe einfach auf dem A. Und dann hast du diesen Latin Sound. Ne? Das ist diese typische Latin Sound. Ne? Okay, ich lasse das nochmal laufen im Intro.
Okay, also, und hier kann man einfach nur Spaß haben. Nochmal Zusammenfassung. Ich gucke jetzt mal erstmal in den Chat rein, was ihr mir so geschrieben habt. Hallo ihr Lieben, herzlichen Dank für alle, die hier gespendet haben, die Spaß hatten. Und ich gucke jetzt nochmal hier kurz rein, ihr Lieben. Ne? Super. Ja, die Pro-Version, Guitar Pro, kostet 70 Euro, also 69. Und wie ihr alle schreibt, lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist eine Investition, die du als ernsthafter Musiker auf jeden Fall tätigen solltest. Welches Wah-Wah-Pedal besitzt du? Clemens, mein Lieblings-Wah-Wah-Pedal ist das Vox, das Original Vox-Pedal. Und das verwende ich auch am liebsten. Ich verwende den Helix und im Helix ist die Simulation des klassischen Ur-Vox-Pedals, was Jimi Hendrix verwendet hat. Das ist mein Favorite. Dankeschön. Klingt wie Bonanza, der eine. Genau. Genau. Also guckt mal, super Tipp von Guitar Hearts Project. Guckt mal nach den dorischen Backing Tracks. Also gebt einfach auf YouTube ein dorische Backing Tracks und dann könnt ihr wunderbar diese Geschichte üben, okay? Die ich euch gezeigt habe. Ist mir zu schnell. Jürgen. Ja, Jürgen, das ist ja nicht schnell, sondern der Punkt ist der, man lernt so etwas, das ist wichtig, wenn du dir so etwas anguckst und du denkst, oh, das ist jetzt alles viel zu schwierig und viel zu schnell, ist überhaupt kein Thema. Der Punkt ist der, du gehst einfach in die einzelnen Takte und lernst. Du nimmst dir für einen Tag vor, als Motivation, heute lerne ich 4 oder höchstens 8 Takte. Also nur diesen. Na? So meine Aufgabe, und das ist ein großer Gedanke, jetzt kommt es zum Thema Motivation wie immer. So ein großer gedanklicher Irrtum von jemandem, der so etwas lernt, ist, dass er denkt, der Lehrer muss jetzt mir das 1000-mal zeigen und mir im Detail, in Zeitlupentempo und dann gucke ich mir das 100.000-mal an. So funktioniert das nicht. Du nimmst dir die Software, du lernst Tabulatur zu lesen, denn ohne die Tabulatur lesen zu können, wirst du für immer abhängig sein von deinen reinen visuellen Dingen und dass dir das jemand genau in Zeitlupe und ganz nah, so wie so im Kindergarten zeigt. Aber du willst ja als Gitarrist aus der Kindergartenzone der einzelnen Vokale raus und lernen, die Sprache der Gitarre zu sprechen. Also die Aufgabe ist die, du nimmst dir 4 Takte. Du kannst im Grunde genommen jeden Song lernen, wenn du das Tempo runterfährst und 4 Takte erstmal lernst. Und wenn die 4 richtig sitzen, dann gehst du an die nächsten 4. Und siehe da, nach 6 Wochen kannst du einen Song und wenn du ihn so lernst, kannst du ihn dein Leben lang abrufen. Weil auch ich, wenn ich das nicht dauernd spiele, vergesse ich natürlich die einzelnen Positionen. Okay? Und wenn du so etwas mit der Band dann mal 20, 30, 40 Mal gespielt hast, dann setzt sich das. Und davor musst du das zigmal, 50, 100 Mal üben mit Backing Tracks und richtig trainieren, bis du die Finger programmiert hast, dass sie das abrufen können, was du dir vorstellst. Okay? So, Go for Life. Thank you, thank you. Wer hat Jens? Hast du das wirklich hier gespendet? Das ist ja Wahnsinn. Leute, herzlichen Dank an euch alle. Super. Jens, was soll ich sagen? Das ist, Jens, wenn du jetzt Fragen hast, also jetzt bist du praktisch, bin ich hier du hast mich jetzt sozusagen so gepimpt und gesponsert, dass ich jede Frage dir hier beantworten möchte. Wie findest du die PRS? Ich finde diese Paul Reed Smith hier absolut wunderbar. Ne? Wunderbares Instrument. Ja, wahnsinnig gut. Ne? Das ist die neue PRS SE-Serie, ihr Lieben, aus Indonesien. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum.
Das ist 100% Mahagoni und super verarbeitet, Intonation, alles. Das ist Wahnsinn. Hört bis zur letzten Note. Ja, und einfach immer auf dem A enden. Also macht es tierisch Spaß. So, wow. Danke, 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 ihr Lieben. Genau, so richtiger Tipp, was Lukas hier schreibt, das ist eine Übungssache mit den Tabs, ganz wichtig. Und ihr bekommt das hin, das ist nicht schwer. Ne? Und mehr hinhören als alles. Das ist ganz wichtig. Also im Original ganz oft anschauen und hinhören und dann schafft ihr das. Ne? Super. Danke, danke. Danke, ihr Lieben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dietmar. Ja, super. Jetzt gute Frage. Brighter than, genau, Music Man. Dorian ist Smooth Sound, ein bisschen brighter than meiner. Das ist richtig, das ist eine super Erklärung. Ne? Also es klingt so halb, es klingt nicht wirklich traurig. Es klingt so, es hat was Mystisches an sich. Der Sound der dorischen Tonleiter, es ist einfach so spezifisch für diese Latin-Musik. Ne? Da passt es perfekt rein. Wie die Peter, wie man den Sound hinbekommt. Du nimmst einen Marshall-Sound beispielsweise oder auf dem Spider würde ich vielleicht, du hast dort auch diesen Mesa Boogie Mark V, geh in die Software rein, wähle den California Texas Verstärker aus im Spider und mach einen Tube Screamer davor und dann wirst du diesen Sound hinbekommen. Was kostet diese Gitarre? Was glaubt ihr, was diese Gitarre kostet? 590, also 600 Euro. Ich sage euch ganz ehrlich, du brauchst keinen Euro mehr ausgeben, wenn du in die PRS-Welt einsteigen möchtest. Diese Gitarre ist für das Geld ein Traum. Also nächste Woche mache ich den Test. So, das war's von meiner Seite. Viel mehr fällt mir nicht ein, was ich euch sagen könnte. Das war jetzt eine volle Stunde Gitarrenunterricht. Mit all meinen Tipps, die ich dir geben könnte. Ich hoffe, du bist motiviert, du hast Bock drauf. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit diesem Song, mit diesen Motiven. Es ist machbar. Nichts von dem, was ich hier gespielt habe, bis auf vielleicht diesen schnellen liegt da, ist für jemand, der die 5 Pentatoniken spielen kann, auf der Gitarre unmöglich. Ne? Und wenn du hier das beachtest, was ich dir gezeigt habe, nochmal in der Nahaufnahme. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 7, 5, 4, 7, 5, 4, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 5 und dann auf dem A aufhören. So diese Position mit 3 Tönen pro Seite, die kannst du so gut üben und so schnell spielen. Und das ist im Grunde genommen, was ich jetzt gemacht habe, nur für zum Verständnis. Ich habe die ganze Zeit die G-Dur-Tonleiter gespielt, bin aber auf dem A stehen geblieben. Okay? So, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank an euch alle. Herzlichen Dank, dass ihr live dabei wart. Ich bedanke mich bei meinen Unterstützern. Ganz, ganz herzlich.
ich bedanke mich bei meinen Patreons. Alle, die mich auf Patreon immer noch unterstützen und auch in Zukunft unterstützen werden, herzlichen Dank dafür. Nur so ist dieses Projekt hier möglich. Herzlichen Dank an alle meine Unterstützer über die Webseite. Ich liebe euch. Ich muss es ehrlich sagen. Und wir sind ganz nah an den 1000 Unterstützern. Das ist der absolute Wahnsinn. Ihr macht mir hier das möglich, dass ich mit euch zusammen hier immer super motiviert an den Start gehen kann und euch vor allen Dingen den Glauben an euch selbst geben kann, dass das, was hier geschieht, für jeden machbar ist. Mit Üben, mit Geduld und Ausdauer. Okay, das wünsche ich dir. Ich hoffe, du konntest heute ein klein wenig besser werden. Das ist das, was ich dir wünsche. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder in einem weiteren Song-Tutorial begrüßen zu dürfen. Nächste Woche mache ich wahrscheinlich etwas von den alten Bluesern mal wieder. Was Einfaches, was auch sehr, sehr viel bringt. Und zwar gucken wir uns mal ein bisschen einen echten Blues-Klassiker an. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Und am Dienstag lade ich euch ein, da gibt es einen Test dieser Gitarre. Und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Hier war Horst. Ciao. Ja, und ja, bevor du gehst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Abo hinterlassen kannst. Hier ist die Glocke. So, hier. Und Leute, bitte beim Abonnieren des Kanals, Leute, direkt daneben das Glockensymbol und lass mich bitte dich informieren, wann ich wieder live gehe, sodass das Ganze dann weiter funktionieren kann. Und wenn dir das Video gefallen hat, freut es mich natürlich, wenn du das mit deinen Freunden teilst. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao.